Lernräume entwickeln online. Schön, dass Sie alle dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben, ohne den Schulbauentwicklung und die dazugehörigen Partizipationsprozesse gar nicht denkbar wären. Denn Otto Seidel ist ein Pionier der Schulbauentwicklung. Er hat lange als Lehrer und Erzieher gearbeitet. Er hat das Institut für Schulentwicklung gegründet, war an der Gründung des Schulnetzwerks Blick über den Zaun beteiligt, war Mitinitiator für diverse Schulentwicklungsprojekte, ist Teil der Montagsstiftung und noch viel mehr. Er weiß also genau, was Schule braucht, wie Raum und Pädagogik verbunden sind und auf welche Weise Raum und Ausstattung die Selbstständigkeit von Schülerinnen und Schülern unterstützen. Seine Untersuchungen, seine Forschung, seine Ergebnisse hat er in seinem Buch zusammengefasst: Anforderungen an ein Schulgebäude, Lernräume, Arbeitsräume, Lebensräume. Und dieses Buch bzw. die Inhalte daraus wird er uns heute vorstellen. Herzlich willkommen, Otto Seidel. Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte am Anfang vielleicht 2 Sätze sagen, was mich veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben. Der Hauptauslöser ist gewesen, dass ich in der Zusammenarbeit mit Architekten bei den vielen Phase 0, die ich in den letzten 10 Jahren begleiten konnte, hieß es immer, was tut ihr denn eigentlich in der Schule, damit dann der Architekt darauf aufsetzen kann. Und die genauere Beschreibung dessen, was denn eigentlich, wo denn genau die Schnittstelle zwischen Raum und Pädagogik ist, die blieb dann eigentlich immer wieder im Dunkeln, weil eine genaue Beschreibung dessen, was ich als Lehrer brauche, als Raum außer Flexibilität, blieb in der Regel gar nicht so viel übrig. Und das, was in dem Buch, was mich zu dem Buch veranlasst hat, ist dafür einmal diese Schnittstelle zwischen Raum und Pädagogik genauer in den Blick zu nehmen. Klick bitte. Zunächst die Eingrenzung praktisch der Fragestellung des Buches. Es gibt ja eine ganze Reihe von Schulbauqualitäten, die alle einer genauen Betrachtung bedürfen, also vor allem das, was den Alltag des Lehrers ungeheuer bestimmt, ist der Aspekt Physiologie. Wenn Licht, Luft, Akustik, Temperatur nicht stimmen, dann funktioniert natürlich Unterricht nur noch sehr begrenzt. Das gehört aber zu den elementaren und eigentlich selbstverständlichen Dingen, die ein Architekt und vor allem dann auch ein Schulträger in der Verantwortung sichern muss. Das, was für die Planung eines Gebäudes wichtig ist, dass man genauer erfasst, was Raumgröße, Raumbeziehungen, Transparenz und so weiter für die Handlungsqualität eines Gebäudes ausmachen. Denn dadurch wird bestimmt, was in einer Lehr- und Lernsituation möglich ist, erschwert wird oder gar verhindert wird. Klick bitte. Nun ist es so, dass allein die Betrachtung des Raums für sich genommen, also so, dass man sagt, wir reden vor allem über den Grundriss und vielleicht über Fenster und Raumhöhen, reicht nicht aus, um die pädagogische Qualität eines Gebäudes zu bestimmen, sondern die Ausgangsthese des Buches, die dann praktisch den gesamten Durchgang bestimmt, ist diese 3 Größen, nämlich die Frage der Ausstattung, das pädagogische Nutzungskonzept und den Raum miteinander in Beziehung zu setzen. Das werde ich nachher an einem konkreten Beispiel noch mal kurz erläutern. Klick. Das war zu schnell. Nach dem Kapitel 1, wo es darum gegangen ist, sagen, die Fragestellung und auch die Kategorien und Begriffe genauer zu erläutern, wird es im 2. Kapitel eine genaue Untersuchung, ich sage mal, typischer Aktivitäten, oder ich spreche dann auch von Aktivitätstypen, weil die natürlich nicht identisch sind mit der konkreten Handlung nachher, die dann passiert. Diese genauer auf ihre Anforderungen an die Einzelsettings zu beschreiben. Dabei geht es dann nicht nur um Unterricht, sondern um Schwellensituationen, um Situationen, die das Gemeinschaftsleben bestimmen, die den Alltag bestimmen, also die Schule als Lebensraum, und genauso auch um die Arbeitssituation des einzelnen Lehrers, die
Konsequenz aus dieser großen Zahl ist natürlich nicht, dass 48 Räume für jede einzelne Klasse oder jede einzelne Gruppe bestimmt werden müssen, sondern dass man in einer vernünftigen Weise Aktivitäten auch kombinieren kann. Klick bitte. Ich will am Beispiel des Unterrichts genauer zeigen, was eigentlich dazu geführt hat, dass wir überhaupt davon sprechen müssen, dass es ganz andere Schulen gibt als die das im letzten Jahrhundert und bis in die Jetztzeit hineinreichenden funktionieren. Wenn man die alte Schule betrachtet, klick bitte, dann kann man sagen, es gibt 4 zentrale Aktivitäten, nämlich einmal der Aspekt Zuhören, Antworten, Lesen und Schreiben, also Tätigkeiten, die im Prinzip in diesen Quadranten unbewegt und leise sich bewegen. Klick bitte. Wenn man dann dagegen hält, was sich im heutigen Unterricht an Aktivitäten mischen muss, um einem völlig veränderten Lernverständnis, also nicht mehr ein Trichterlernen, sondern man kann sagen, aus dem Konstruktivismus kommendes Verständnis haben, da ist es so, dass man sagen kann, bis auf den Quadranten links unten sind alle belegt. Und dieses ja nicht nur nacheinander, wie der klassische Unterricht, der hat ja einfach eine serielle Folge, sondern mit der Individualisierung in vielen Situationen diese Aktivitäten auch gleichzeitig ablaufen können. Und damit verändert sich die äußere Anforderung an den Unterricht. Die Frage ist, was folgt daraus? Klick bitte. Die Anforderungen nämlich hießen in den letzten 10 Jahren, als man gemerkt hat, wir müssen andere Gebäude bauen als die wir in der Vergangenheit im letzten Jahrhundert uns gewissermaßen als Standard entgegenkamen, diese Anforderungen an das Schulgebäude beantworten, indem wir ein Maximum an Flexibilität fordern. Klick bitte. Und die Flexibilitätsforderung, die hieß in den letzten 10 Jahren, je mobiler das Möbel ist, desto besser ist es. Klick bitte. Und die zweite Forderung hieß, je offener der Raum ist, desto besser. Das hat dann dazu geführt, das Beispiel, was unten gezeigt ist eine Clusterschule, die vor wenigen Jahren gebaut worden ist und an den roten Punkten, das sind die Stellen, wo normalerweise eine Tür ist und wo dann gesagt worden ist, also moderner Unterricht heißt Offenheit, heißt transparent, heißt alle müssen mit jedem jederzeit kommunizieren können. Gesagt, als radikale Position hieß es also, wir haben gar keine Türen. Es ist kein Zufall, dass, als ich diese Schule besucht habe vor einiger Zeit, die Reaktion der Lehrer war, es besteht ständig ein Streit, wer den Raum benutzen darf, der eine Tür hat, die man manchmal auch zumachen kann. Das ist der Raum rechts unten. Klick bitte. Das, was einen wesentlichen Teil des Buches ausmacht, ist dann auf dem Hintergrund der Analyse der Beispielschulen genauer zu fragen, wenn man denn jetzt die Aktivitäten zusammennimmt, also aus dem analytischen Blick einen synthetischen zu machen, wo man sagt, man bringt es zusammen, denn natürlich besteht eine Schule eben nicht nur aus Einzeltätigkeiten. Da eine Zusammenschau zu erreichen, und ich habe 12 Schulen untersucht. Es könnten viel mehr sein, weil die Differenzierungen inzwischen noch viel weiter gehen. Klick bitte. Und zwar war das Auswahlkriterium zunächst, dass ich gesagt habe, also so das, was im Augenblick als typologische Unterscheidung von Grundrissen erscheint, Clusterschulen, Klassenraum-Plus-Schulen und teiloffene Lernlandschaften, da sollten alle Typen vertreten sein. Und diese Schulen wiederum habe ich in diesem Fall ausschließlich unter dem Gesichtspunkt gewählt, es muss auch eine Vergleichbarkeit möglich sein über die Altersstufe, in der es sich bewegt, also die Mittelstufe weiterführender Schulen.
dabei sowohl Gemeinschaftsschulen, also oder Gesamtschulen, als auch Gymnasien. Klick bitte. Das 4. Kapitel ist praktisch der Versuch aus der Einzelanalyse der 12 verschiedenen Schulen, die extrem unterschiedliche Lösungen gefunden haben, um auf die Vielfältigkeit der Unterrichtssituation und auf die Flexibilitätsforderung zu reagieren. Das Ergebnis ist zusammengefasst in 3 bzw. 4 Weichenstellungen, die, wenn man so will, genau die Stelle beschreiben, wo man sagt, da trifft Raum auf Pädagogik in einer ganz elementaren Weise und verändert die Chancen, die der Raum dem Unterricht eröffnet. Ich beschränke mich hier jetzt an der Stelle ausschließlich darauf, den Aspekt Unterricht zu betrachten. Die Fragestellungen führen aber vom Ansatz des Buches her eben gleichberechtigt auch zu den Fragen nach dem Lehrerarbeitsplatz, die Frage nach den Schwellensituationen, Gemeinschaftsräumen und so weiter. Aber die folgenden Beispiele beziehen sich jetzt auf 2 der 12 Schulen, in denen die Unterrichtssituation genauer betrachtet wird. Klick bitte. Die erste Weiche ist, wie wird eine ausgewogene Balance für die Fokussierung des einzelnen Schülers einerseits und die Anregung durch die Arbeit in Gruppen und die Anregung durch verschiedene andere Dinge ermöglicht. Also die Frage nach der Balance von Fokussierung und Anregung, damit die Frage nach was ermöglicht der Raum an Ruhe und Bewegung. Klick bitte. Das erste Beispiel, eine Gemeinschaftsschule in Neuenstein. Gemeinschaftsschule ist in Baden-Württemberg die baden-württembergische Variante der Gesamtschule. Wenn Sie das Bild einen Moment lang betrachten, wird Ihnen auffallen, Flexibilität, in dem sonst, also die Flexibilität, die ein Dreieckstisch ermöglicht, funktioniert in diesem Raum nicht. Er ist bewusst eingeteilt in 4 Zonen, die durch diese starren Regale, also theoretisch kann man sie auch umräumen, es wird aber passiert nicht, dazu sind sie viel zu schwer und ist auch ausdrücklich nicht so gedacht. Nächstes Bild bitte. Wenn man das schematisch anschaut, kann man sagen, über die starren Elemente, nämlich die Regale, sind 4 Quadranten gebildet, von denen 3 so sind, dass sie die Einzelarbeit und Kleingruppenarbeit ermöglichen, nämlich die Einzelarbeit dann, wenn sie dem Regal zugewandt stehen und wenn die Tische zusammengeschoben werden in 2 Konstellationen, hat man eine Tischgruppe. Entscheidend dabei ist ganz schlicht der Aspekt Zeit, nämlich die Geschwindigkeit, in der das Umstellen möglich ist. Der Kreis links unten, also der Sitzkreis für Instruktionssituationen und vor allem für das Gespräch im Kreis und die Diskussion, der ist praktisch temporär, auch wiederum ohne große Zeitverluste, ohne Tischrücken möglich, weil man nur mit seinem Stuhl in diesen Kreis rückt. Rechts die Stelle, die mit dem Kreis markiert ist, im kleinen roten Kreis, ist der Platz des Lehrers, ein Stehtisch, von dem dann gegebenenfalls kurze Instruktionsphasen auch an die ganze Klasse kommen können. Aber im Prinzip sind die vorgesehen ist dieser gesamte Bereich eben vorgesehen für die Kreissituation. Das war das Beispiel Neuenstein. Klick bitte. Ein zweites Beispiel wird vielleicht dem einen oder anderen, wenn man nicht dort war, aber zumindest das Bild kennen, was zunächst alles andere signalisiert als Schule. Man denkt, was ich, also ist das ein Käfig der irgendwie eigentlich in einen Zoo gehört oder was steckt dahinter? Das Interessante an dem Beispiel der Alemannenschule in Wurtöschingen, auch eine baden-württembergische Gemeinschaftsschule, genauso wie Neuenstein 2012 gestartet und dann in Verbindung mit einem eigenen räumlichen Konzept. Und
und einer radikal anderen Lösung, als die Neuensteiner gefunden haben. Klick bitte. Das erste, in diesen kleinen großen Baumhäusern befinden sich insgesamt über 180 Einzelarbeitsplätze, aber separiert gewissermaßen in kleinen Raum-in-Raum-Konstellationen, in denen jeder Schüler seinen individuellen Arbeitsplatz hat. Also wenn man sich das Bild anschaut, dann sieht man, da stecken ganz andere Elemente hin, also einfach nur Ritzzeichen an der Tischkante, sondern ein ganz hoher Grad an Privatheit, der vom Bild der Freundin und des eigenen Hundes und ein Marmeladeglas und was auch immer. Es ist so, dass da die Privatheit plötzlich an einem Platz in der Schule ist, die man sonst, ich habe sie in keiner einzigen deutschen Schule bisher einen solchen Platz gefunden. Klick bitte. Das zweite, auch völlig überraschende, man findet keinen Klassenraum, sondern man findet einen großen Marktplatz, in dem Gruppenarbeit stattfinden kann. Auch wieder das Prinzip, es entstehen kleine Inseln, also so wie die Baumhäuser die Einzelplätze schützen, auch hier temporäre Gruppenarbeitsplätze geschaffen sind, die durch diese Vorrangssituation sicherstellen, es entsteht das Gefühl, wir sind an dieser einen Stelle zusammen und trotzdem ist es so, dass es eine Beziehung nach außen gibt. Klick bitte. Das ist einer der Instruktionsräume. Es gibt verschiedene Varianten für diese Instruktionsphasen, aber die ist gewissermaßen die am auffälligsten. Ein Ort, in dem es keine Stühle gibt. Man steht. Die Philosophie dahinter: länger als 20 Minuten sollte ein Schülervortrag eigentlich gar nicht dauern. Und dort präsentieren Lehrer oder Schüler jeweils, wenn es denn einen Instruktionsbedarf gibt. Klick bitte. Ein Element, was in dieser Weise in anderen Schulen allenfalls als Elternsprechzimmer gedacht ist. Hier ist es ein genauso wichtiger Ort für die Schüler, nämlich es gibt zahlreiche Coachingräume in der Schule. Da, an dieser Beschreibung wird deutlich, das gesamte Nutzungskonzept ist losgelöst von der konventionellen Klassenform und das ist die Voraussetzung dafür, dass man so operiert. Und zusammengehalten wird es unter anderem darüber, dass das individuelle Coaching eine riesige Rolle spielt, über ein Mentorensystem, was an die Stelle des konventionellen Klassenzimmers tritt. Klick bitte. Wenn man das schematisch miteinander vergleicht, dann kann man sagen, es gibt die beiden Grundprinzipien, nämlich Flexibilität im Raum durch Zonenbildung. Das ist die Lösung von Neuenstein gewesen, also Gruppenarbeit, Instruktion, Einzelarbeit, Stuhlkreis, rotieren gewissermaßen innerhalb des Raumes durch die dort definierten und in sich nicht mehr flexiblen Zonen. Und die andere Variante, jetzt die rechte Grafik, der Wechsel zwischen den Räumen, also statt im Raum, zwischen den Räumen, der Raum, der optimiert ist für Einzelarbeit, der optimiert ist für Gruppenarbeit, der optimiert ist für Instruktion, der optimiert ist für Coaching. Das heißt, Sie haben hochspezialisierte, monofunktionale Räume, also das Gegenteil von Flexibilität, aber in dem, was dann der Raum bereitstellt, so, dass man sagen kann, ich kann das Mobiliar optimal auf diese zentrale Funktion hin organisieren. Ein sehr wichtiger Hinweis ist, die 12 Schulen, die jetzt alle unter diesem Aspekt analysiert worden sind, ergeben jeweils ganz andere Bilder. Jede Schule für sich nimmt in Anspruch, es geht eigentlich nur so. Wir wollen auf keinen Fall so werden, also wenn ich die Neuensteiner frage, wollt ihr so werden wie Wut-Oesching, das ist völlig ausgeschlossen und umgekehrt auch. Jede Schule für sich hat praktisch die Lösung gefunden, die sagt, das passt zu unserem Schulprogramm. Klick bitte. Es gibt eine zweite zentrale Weiche, nämlich wo ist eigentlich der Platz für jeden Einzelnen, wie auch für die Gruppe, die gewissermaßen dann wiederum die Einheit zusammenhält. Also die Frage nach der Territorialität.
Klick bitte. Am Beispiel der beiden jetzt schon vorgestellten Schulen sehen Sie die Betonung des Einzelplatzes in der Alemannenschule und auf der Seite der Gemeinschaftsschule Neuenstein die Orientierung an der Tischgruppe. Da ist es so, dass praktisch die Tischgruppe selber der Orientierungspunkt ist. Klick bitte. Neben den beiden Varianten, die ich vorgestellt habe, werden weitere Lösungen vorgestellt, wie die Verortung des Einzelplatzes und die Orientierung in der Gruppensituation aussehen kann. Und es ergibt diese Fünfer-Variation. Klick bitte. Schließlich das dritte. Ich kann das aus Zeitgründen jetzt hier nicht im Detail im Konkreten vorstellen, aber die Frage der Nähe und Distanz der Erwachsenen, also Wut-Oesching und Neuenstein zeigen das schon, dass da die Frage, wo ist eigentlich der Erwachsene, jeweils eine ganz andere Rolle spielt, aber auch die bildet gewissermaßen eine zentrale Gruppe. Klick bitte. Wenn man fragt, von der Ausgangspunkt sagen, nach der Handlungsqualität eines Schulgebäudes, sagen, was sind denn die Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit die Handlungsqualität stimmt. Der Vergleich dieser 12 Schulen zeigt, dass es den einen Königsweg nämlich nicht gibt, sondern offensichtlich jedenfalls beim gegenwärtigen Kenntnis- und Entwicklungsstand sehr unterschiedliche. Klick bitte. Der Schlüsselsatz: Entscheidend ist das Nutzungskonzept der Schule, Ausstattung und gebauter Raum zusammenpassen. Die Neuensteiner würden mit den Wut-Oeschinger Räumen nicht zurechtkommen und umgekehrt genauso, sondern das, was sie jeweils haben, passt jeweils zusammen. Klick bitte. Dabei ist es so, dass diese 3 Fragen, nämlich Fokussierung und Anregung, Individualität und Gemeinschaft, Nähe und Distanz, die bilden jeweils die zentralen Punkte, über die die Programmatik für Raum und Ausstattung definiert werden müssen, in Abhängigkeit von dem Nutzungskonzept. Klick bitte. Das heißt, ich will enden mit einem Wortspiel. Die Mobilität war gewissermaßen ein State-of-the-Art Argument der letzten Jahre in vielen Schulbauprojekten und vor allem getriggert auch sehr stark durch die Art und Weise, wie Lehrer auf die neuen Anforderungen reagieren müssen. Das Bild, das ich gebrauchen will, um zu sagen, was ist denn jetzt, in welche Richtung muss es sich gewesen? Ich würde sagen, statt Mobilität spreche ich lieber von einem Mobile. Bild bitte. Nämlich also diese Frage der Balance, ne, die Wut-Oeschinger müssen die Frage der Individualität, die sie sehr stark betonen, auf der anderen Seite stärken, indem sie über Projekte, vor allem durch den Projektunterricht außerhalb des Schulgebäudes interessanterweise, da wo Gemeinschaft auch wirklich gefordert ist, ausgleichen. Das heißt, sie brauchen immer die Balance und das gilt für eine ganze Reihe elementarer Forderungen. Das Gute an dem Bild ist, dass es auch deutlich macht, dass es nicht etwas Statisches ist, sondern etwas, was im Prinzip in Bewegung ist, in der Alltagssituation. Es braucht einen Aufhängepunkt innerhalb des Schulprogramms, ja, so wie ein Mobile es eben braucht. Aber die Flexibilitätsforderung allein ist eben nicht ausreichend, um von Schulseite aus zu sagen, was brauchen wir denn? Klick bitte. Ja, so viel zu einer sehr knappen, gerafften Zusammenfassung von 240 Seiten, 248 Seiten. Das war ein wunderbarer Einblick, tolle Inspirationen. Vielen Dank, Herr Seidel. Ich habe überlegt, ich würde gerne noch mal zur Schule gehen, wenn Schule so ist und das ist so anders als früher. Und ich nehme an, unsere Diskutantinnen und Diskutanten hier haben jetzt auch jede Menge Fragen, Erklärungen, wollen was wissen. Bitte, eure Bühne. Was mich immer wieder beschäftigt, Sie haben ja jetzt dargestellt, dass die Wege der Schulen in der Lösung sehr unterschiedlich ist.
aber die Frage des Alters aus meiner Sicht irgendwo nicht gestellt wird. Also wenn ich jetzt eine Gesamtschule habe, wo ich Fünftklässlerinnen habe und welche in der 10. oder 12. Und alles mit dem gleichen Konzept bediene, wundere ich mich immer, dass das bisher eigentlich noch nicht in den Diskussionen, zumindest aus meiner Sicht, aufgetaucht ist. Wie erleben Sie das? Also die Unterschiede sind groß. Also jetzt, wenn ich in der Begrifflichkeit meines Buches breite, es ist ja so, Nutzungskonzept, Raum und Ausstattung müssen zusammenkommen. Das Nutzungskonzept einer Schule, das Nutzungskonzept der Räume für eine Erstklässler ist völlig anders als das für einen Abiturienten. Und ich habe aus pragmatischen Gründen, schlicht, weil man sagen kann, wenn man so richtig versucht, eine Tiefenbohrung zu machen, dann kann man natürlich nicht alles aufeinander legen. Aber und der Nachweis ist in dem Buch selber auch noch gar nicht enthalten, nämlich dass die Betrachtungsweise, sagen, ich zerlege Raumausstattung und Nutzungskonzept und definiere Unterricht von den Aktivitäten her, dann ist es so, dass es altersspezifische Varianten der Aktivitäten gibt, aber die Aktivitäten selber sind die gleichen. Ne? Also Gintja sagen, Kinder kommen an in der Schule, Kinder gehen aufs Klo, Kinder essen Mittag etc. All diese Dinge gehören ja miteinander zusammen. Und es ist notwendig, sagen, dass ich ende ja mit diesem, jetzt hier für diesen Vortrag ist mir dieses Bild auch erst gekommen mit dem Mobile. Das ist ja etwas, was ich wenn ich an einer Stelle etwas verändere, bewegt sich das Ganze. Und das gilt, weil wenn man ein Schulgebäude plant, ja unmittelbar. Ne? Also ich sage, ich möchte gerne eine Clusterbildung haben und ich sage, das schließt ein, dass die Toilettenanlage innerhalb des Clusters ist, dann hat das Auswirkungen auf das Ganze. Die Frage, wie groß die Mitte gemacht wird, wie die Transparenz gestaltet wird, das sind Dinge, die ausschließlich altersabhängig zu definieren sind. Also da kann man dann sagen, da brauche ich genau diese Differenz. Aber im Prinzip ist der Zugang der gleiche. Übrigens nochmal zu Ihrer Frage sagen, was muss denn eigentlich altersmäßig bei dieser Kategorienbildung laut, leise, bewegt, unbewegt berücksichtigt werden. Interessant ist eine Untersuchung aus Dänemark, wo ja zeitweilig intensiv experimentiert worden ist mit offenen Lernlandschaften. Also nicht einfach teiloffen, das was man heute findet, sondern radikal große Lösungen wie in der Laborschule Bielefeld. Ergebnis der Untersuchung, je jünger die Schüler sind, desto höher ist die akustische Belastung. Die ist in großen offenen Raumeinheiten nicht mehr zu gewährleistet. Das heißt, diese Frage der akustischen Bedingungen spielen eine riesige Rolle im Altersvergleich. Ne? Und ich sage, ab Klasse 6 ändert sich das, aber auch da immer noch und in der Oberstufe ist es ganz anders. Aber jetzt eine lange Antwort auf Ihre Frage. Ja, ich freue mich total. Also Sie haben ja schon einleitend gesagt, dass es wirklich standortbezogener Lösungen bedarf und der Analyse der Standortfaktoren, um im Endeffekt das passende Modell herauszufinden für die jeweilige Schule. Und dass es nicht pauschal austauschbar untereinander ist und dass es nicht den goldenen Weg gibt. Was mich besonders freut, ist, dass Sie ja in Ihrem neuen Buch auch über die Aktivitäten gehen. Das haben Sie ja einleitend auch bei Ihrem Vortrag hier gerade nochmal dargestellt, dass die Lernraumtypologien, Cluster, Klassenraum plus, Lernlandschaft und so, dass das eigentlich zu statisch ist, dass man über die Aktivitäten einen unheimlich einen besseren, einen geeigneteren Zugang findet. Als ich gerade der Frage vom Andreas Hammond gelauscht habe, da habe ich gedacht, aber selbst die Aktivitäten, die Ausprägung der Aktivitäten, sich ausruhen, sich mit Freunden treffen, ist ja etwas ganz anderes im Grundschulalter, als es das zum Beispiel in der Oberstufe oder auch schon in der Mittelstufe ist. Und das hat mich gerade wirklich nochmal zum Nachdenken gebracht, dass man
selbst wenn man die Aktivitäten gleich formuliert verteilen würde, der Altersklasse entsprechend ja doch nochmal Unterschiede in der Ausgestaltung des Raumes, der Strukturen machen müsste. Also Es gibt eine sehr, ja, Herr Hammer, bitte. es gibt eine sehr schöne Studie von Remolago, dem Kinderarzt hier in der Schweiz, der sozusagen untersucht hat, wie ist denn das Verhältnis zu den Peers, zu den Mitschülerinnen und Schülern und den Bezugspersonen, Lehrpersonen. Und da zeichnet er im Prinzip ein Bild vom Kindergarten eben bis zum Abitur. Und das gibt sehr schöne Aspekte, wie sich eben das verschiebt, die Orientierung. Und ich glaube, das würde eben da auch nochmal einen neuen Aspekt, erweiternden Aspekt hinzubringen. Und aber nichtsdestotrotz finde ich einfach das wunderbar, jetzt wirklich ein Buch über diese Aktivitäten. Und ich habe ja mit den sozialen Settings, das haben Sie ja wirklich, glaube ich, als erster, also den sozialen Lernformen in die Diskussion, in die Schulbaudiskussion hineingebracht. Und das war für mich sozusagen ein Schlüssel, auch in der Schul- und Unterrichtsentwicklung mit den Lehrpersonen eigentlich zu analysieren, wie ist denn aktuell der Unterricht aufgebaut und wie soll er denn werden? Und dann kommt man eigentlich sehr schön in die Fragestellung der Unterrichtsentwicklung hinein und in diese Aktivitäten. Und ich glaube, das jetzt noch unterstützt und differenziert mit diesem Buch ist wirklich ein gewisser Meilenstein, glaube ich, in dem, was jetzt bisher publiziert ist, weil in der Form kenne ich jetzt kein Buch. Ja, das geht mir auch so, als ich Ihr Buch bekommen habe. Ich hatte das vorher hier in der Gruppe gelesen. Der Basti hatte gesagt, da ist das Buch rausgekommen. Ich habe das dann sofort abgeholt und habe mich wirklich, Herr Seidel, wirklich sehr gefreut, weil jede Phase 0, die wir machen, ist ja immer auch eine Weiterbildung. Ist eine Weiterbildung für den Schulträger in der Regel. Wenn das kleine Träger sind, ist oft eine Weiterbildung für den Architekten, wenn er schon im Boot ist, und ist immer eine Weiterbildung in Sachen Schulbau für das beteiligte Kollegium. Und jetzt mit Ihrem Buch kann ich nur sagen, herzlichen Dank. Das sollte wirklich, ich meine das jetzt als Werbung, ich habe da nichts von, aber ich bin da sehr dankbar für, weil nach 30 bin ich auch langsam leid, das immer zu sagen, was ja schon so bekannt ist. Und ich kann jetzt immer sagen, Grundlage meiner Arbeit ist das, was Herr Seidel da geschrieben hat von der pädagogischen Seite. Da sage ich erstmal Danke. Und würde gerne noch zu der Diskussion ergänzen, in Düsseldorf ist noch nicht fertig die Schule, aber die bauen gerade ein Gymnasium, wo in der Unterstufe und der Mittelstufe die vom Hochbau zumindest, der Innenausstattung weiß man ja immer nicht, wie das dann so läuft, dass eher von Klassenraum Plus zu immer offenen in der Mittelstufe Cluster wird und in der Oberstufe sind das Lernlandschaften teiloffen. Und das ist die Schule an das Luisengymnasium an der Völklinger Straße. Das ist jetzt im Bau. Ich durfte schon Pläne sehen, aber es ist noch nicht fertig. Ich bin da sehr gespannt drauf, weil das entspricht so ein bisschen dem, was da eben schon diskutiert wurde. Was mich jetzt interessieren würde, Herr Seidel, weil ich bin ja viel in Brennpunktschulen unterwegs, aus dem, was Sie da alles erforscht und herausgefunden haben und auch vor dem Hintergrund des Startchancenprogramms, gibt es eine Empfehlung von Ihrer Seite? Ich weiß, es gibt keinen Königsweg und es muss immer zusammenpassen, aber da wird ja jetzt sehr viel Geld zur Verfügung gestellt und gibt es was, wo Sie sagen, da muss man unbedingt gerade vor dem Hintergrund nochmal drauf gucken? Also, ich will vielleicht beginnen zunächst mit einer biografischen Bemerkung. Ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2001, war mein erster Auftrag eine Evaluation von der Bremer Schulen, und zwar der 10 schwierigsten Bremer Schulen, also Brennpunktschulen vom Feinsten. Ja? Also das ist genau das. Die Gruppe von Schulen, die Sie sprechen, und das war für mich, der ich aus Salem kam, also ich hätte auch in China Schulen untersuchen können. Das war unglaublich, Kulturschock. Und bei diesen Schulbesuchen, das waren sehr intensive Kontakte zu den Einzelschulen über mehrere Tage. Und da habe ich eine Klasse verfolgt, es war eine Doppelstunde. Und
In der ersten Stunde, es war also Klasse, es war die gleiche Gruppe, der gleiche Lehrer, das gleiche Fach, es ging um Englisch. In der ersten Stunde ein konventioneller Klassenraum und mit der üblichen Enge. Und es war extrem schwierig für alle Beteiligten. Also wenn man da hinten sitzt, dann leidet man noch besonders. Und dann musste es einen Raumwechsel geben, also in der heutigen Terminologie, Klassenraum-Plus-Situation, Raum mit transparenten, angeschlossenen Gruppenraum. Und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also plötzlich, die Fläche war da, die Differenzierungsmöglichkeit war da für Schüler, die sagen, ich kann ein Stück weit selbstständiger agieren. Es war Luft zum Atmen und es war der Kontakt wiederum die Kinder gingen nicht auf den Flur, sondern waren in dieser sehr schwierigen Gruppe ebenso doch immer noch im Kontakt mit der Lehrperson. Und das war für mich so ein richtiges Schlüsselerlebnis zu sagen, also der Raum macht was mit den Menschen und zumal in einer solchen Schule. Und und was folgt daraus? Im Blick auf die Frage von Brennpunktschulen sagen erstens Fläche, man braucht Platz. Das Zweite, was man sagt, ich bin der Meinung, dass der Umgang mit sehr offenen Formen, räumlichen Formen, eher schwierig ist, weil der Verband der einzelnen Klasse einen hohen Wert hat im Prozess der sozialen Stabilisierung. Und in dem Moment, wo ich sage, ich löse das auf, dann wird es komplizierter. Und das bedeutet sicherlich, also so eine Mischform von Klassenraum Plus und Clusterschule wäre sicherlich das Beste. Herr Kretschmer, Sie hatten in unserem Gespräch die Anmerkung zu sagen, ist denn eigentlich diese Typologie noch tragfähig? Ich bin inzwischen skeptisch. Die interessantesten Schulen sind die Mischformen. Und ich glaube, dass man also möglicherweise auch einen zu engen Blick bekommt. Also es gibt in Köln die offene Schule Köln von oh Gott, jetzt fällt mir gerade der Name des Architekten nicht ein. Das ist sowohl eine Klassenraum Plus wie eine offene Lernlandschaft und Cluster. Es geht so richtig alles ineinander. Ein unglaublich spannendes Projekt. Und auch ich muss das an der Stelle nicht fortsetzen. Das Prinzip, und das ist immer, man muss immer fragen, was sind die Prinzipien, Frau Moog? Was brauchen diese Schulen? Und da kann man sagen, sie brauchen eine klare soziale Beheimatung. Sie brauchen Räume, in denen auch individuelle Kontakte möglich sind. Und sie brauchen sicherlich nicht radikal offene Lösungen. Das wäre die erste Folge. Aber sie brauchen vor allem Platz. Das, was am teuersten ist. Das ist wohl wahr. Vielleicht genau dazu. Sie haben auch im Buch geschrieben, dass es um diese intelligente Nutzung der knappen Ressource Raum geht und haben das jetzt gerade auch für die Schulen in herausfordernder Lage beschrieben. Die sind dann teilweise auch noch überbelegt oder haben dann aufgrund des Lehrkräftemangels eben müssen Klassen zusammenlegen, haben dann eine besonders hohe Schülerdichte. Was würden Sie diesen Schulen raten, wenn sie jetzt baulich auf die Schnelle nichts verändern können? Also es gibt in Hamburg 2 Schulen, die ursprünglich als reine Flurschulen begonnen haben, zum Teil jetzt auch schon in den Anbauten Lösungen haben. So, und die haben ein sogenanntes Lernbüro-Konzept, wo praktisch die Nutzung des Raums wechselt zwischen Klassenraum und Fachraum. Und innerhalb der jeweiligen Jahrgangsstufeneinheit, es gibt auch, also in Berlin gibt es noch eine andere Variante, aber sagen, wo ich praktisch das Wechselspiel von Beheimatung auf der einen Seite und fachlicher Orientierung auf der anderen Seite in der weiterführenden, also ab Klasse 7, 8, ist das interessant. Und das andere ist ja in dem Moment, wo ich in einer engen Flurschulsituation bin, ich kann ja
da nicht den Grundriss ändern. Ich kann die Wände nicht einreißen, das zahlt ja niemand. Da finde ich mit solchen Lösungen wie das, was ich von Neuenstein vorgestellt habe, sehr bemerkenswert. Ne? Weil da praktisch die Frage der sozialen Stabilisierung als primäres Motiv ist für diese Lösung, die Sie in Neuenstein gefunden haben, der Motor gewesen, der zentrale Impuls. Sagen, wir haben eine enge Flurschule und wir schaffen aber durch stationäre, nicht flexible innenarchitektonische Struktur über diese Regallösung, diese Quadrantenlösung, eine Ruhe, die in dem Klassenraum entsteht und eine soziale Orientierung. Und das ist, also wenn man diese Prinzipien übernimmt, ne, dann kommt man möglicherweise auch zu anderen Lösungen, als die Neuensteine haben. Aber der Schlüssel ist da ausschließlich die Frage der Einrichtung. Die Neuensteiner haben es gelöst, weil kein Geld da war, indem sie das Billigste, was möglich war, IKEA-Regale besorgt und die Hinrichtung über einen Eltern, der Schreiner war. Und das war eine Lösung, die war hausgemacht. Also das ist das Schwierige bei dem Beispiel Neuenstein, das ist gewissermaßen entstanden aus der Not. Eine sehr intelligente Lösung, aber die darf natürlich jetzt nicht so verstanden werden, dass es macht, okay, dann reichen wir uns ja in Zukunft kleine Räume und man macht da ein paar IKEA-Regale rein, dann ist alles gut. Das wäre ein fataler Fehlschluss natürlich. Ich bleibe dabei, der erste Satz, es braucht einfach größere Räume. Und es ist, also wenn man in dem Bild, was ich jetzt in dem Vortrag eben hatte mit dem Mobile, das Problem ist, dass diese Brennpunktschulen, da weht ein Sturm durch ein Mobile. Und Sie wissen, was ein Sturm mit einem Mobile macht. Wir haben im Chat noch eine Frage, die leider nur halb angekommen ist. Eine Zuhörerin oder Zuschauerin schreibt, lieber Herr Seidel, denken Sie, dass die Schulen, gerade in den Grundschulen, mit dem Ruf nach zu wenig Raum für die Erfüllung des Ganztagsanspruchs, und jetzt bricht die Frage leider ab, aber ich stelle mir das so vor, Ganztaganspruch wird kommen oder ist zum Teil schon, wenn all das, was Sie gerade gesagt haben, inklusive der oft fehlenden oder zu geringen Finanzierung, was macht man da? Wie macht man es dann am besten? Also das ist, also erstmal ist es natürlich so, dass man sagt, mit den bestehenden räumlichen Strukturen, das ist ein Schnellschuss in dem Moment, wo man sagt, ich führe Ganztag ein, ohne die räumlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es gibt im Augenblick ein Projekt der Monta-Stiftung, die Lösungen genau auf einer Ebene löst, also nicht radikale Umbau und Traumhäuser, sondern sagen, was könnt ihr im Bestand machen? Also da kann man bei der Monta-Stiftung im Augenblick in diesem Raum- und Ganztagsprojekt, die sind noch am Anfang, die sammeln gewissermaßen, sagen die Prinzipien, die da eine Rolle spielen. Es gibt ja einen Grundkonflikt, der in dem Moment, wo man bei unserer heutigen Konstruktion von Ganztagsschulen mit dem Geburtsfehler, dass man sagt, ich habe eine institutionelle Trennung von deren Personal und also betreuenden Personal, das ist die Tatsache, dass das institutionell getrennt ist, da bildet erstmal schon ein Grundproblem, weil das ist nun mal so. Wir können das im Augenblick im staatlichen Schulwesen nicht ändern. Die privaten Ganztagsschulen sind alle viel besser, weil sie das alles in einer Hand haben. Also die Formel, mit der man das beantworten kann, sagen, um die unterschiedlichen Interessen und Nutzungsbedürfnisse gerecht zu werden. Gleichzeitig hat man Räume, wie man sagt, sowohl von Unterricht wie von der Betreuung oder am Ganztag nutzen muss. Dann unterscheide ich immer zwischen Gast und Gastgeber. Dass man sagt, es gibt Räume in der Schule, da ist der Gastgeber die Betreuung und der Unterricht der Gast und umgekehrt genauso.
Ne, dass man sagt, es gibt bei der Vereinbarung gewissermaßen sagen, wer hat die Verantwortung, wer hat den Hut auf, wer hat das Recht zu sagen, so der Schrank bleibt zu, den dürft ihr nicht benutzen und auch sichert, dass er zu bleibt. Also diese Formel Gast und Gastgeber, die löst gewissermaßen in einer Notsituation die Möglichkeit, sagen, durch integrierte Nutzung dazu zu kommen, sagen, beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Denn natürlich ist die Betreuung am Nachmittag in der Grundschule eine völlig andere als die Lehr- und Lernsituation am Vormittag. Aber Danke. ich hoffe, das nützt in dieser Abstraktheit. Ja, das hoffe ich auch. Aber es gibt noch eine weitere Frage. Basti, du. Ja, ich würde Sie noch fragen, Sie haben ja auch viele Vorträge im Bereich digitale Bildung gehalten und dann natürlich auch auf die Bedeutung der Schule als Lern- und Lebensort, wo Gemeinschaft zusammenkommt. Und dann hatten wir eine Zeit, wo es Schulschließungen gab aufgrund der Corona-Pandemie. Und Sie haben zu Beginn Ihres Buches ja auch mehrere Thesen zum Lernen, um was es dafür braucht, und schreiben unter anderem, Lernen braucht im Zeitalter der digitalen Revolution mehr als nur Computer. Können Sie die These vielleicht noch mal kurz ausführen und wie Sie vielleicht auch die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie jetzt für die Gestaltung von Schulgebäuden sozusagen ja, wahrnehmen? Oder was können wir daraus lernen aus der Zeit, in der Schulen geschlossen waren? Also was wir daraus lernen können, ist, dass es offensichtlich nicht reicht, Unterricht über Computer zu machen und das Internet. Also die Freude, mit der jedenfalls die Kinder gesagt haben, endlich sehen wir uns wieder, die ist ja groß. Ne? Und offensichtlich ist die Bedeutung von Unterricht, geht ja weit über die reine Wissensvermittlung hinaus. Das ist die eine unmittelbare Folgerung. Die zweite Folgerung ist, dass Lehrer, die in der Zeit gelernt haben, den Computer geschickt zu nutzen, offensichtlich sehr viel möglich ist über digitale Bildung. Man kann damit rechnen, dass sich das im Laufe der nächsten 10 Jahre noch dramatisch verstärken wird. Aber meine Grundthese ist, das wird passieren. So wie die Einführung des Buchdrucks Bildungsprozesse fundamental verändert hat. Wir stehen vor einem ähnlichen Wechsel. Es gibt aber 2 Dinge, die Schule in einer völlig anderen Gestalt in Zukunft notwendig machen. Nämlich das eine ist, wie ich menschliche Konflikte löse, wie ich Begegnungen mit Menschen, die eine andere Kultur haben als meine eigene. Das sind alles Erfahrungen, die der Computer nie und die künstliche Intelligenz nie ersetzen kann. Ich brauche den direkten Kontakt in einer, ich sage mal, auch teilgeschützten Situation, in der soziales Lernen stattfindet. Und das wird nach meiner Einschätzung wichtiger werden, ich sage mal, also wenn man es ganz banal sagt, als der Englischunterricht, der im Augenblick total wichtig ist, weil die KI übernimmt extrem viel. Aber das soziale Lernen übernimmt sie nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, Schule, digitale Revolution braucht eine andere Schule, in der es mehr gibt als Computer, ist die Frage der Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Also die Tatsache, dass mir der Computer das Zeichnen abnimmt, dass er mir das Malen, das Gestalten abnimmt, das ist etwas, was ich sage das jetzt sehr fundamental, für die Menschwerdung entsetzlich ist. Weil das Begreifen von Welt kommt vom Begreifen. Das heißt, mit den eigenen Händen, den eigenen Sinnen, dem Geruch, also das, was uns überhaupt als menschliche Lebewesen ausmacht. Und das bedeutet, dass Dinge wie Theaterspielen, Tanzen, Töpfern, also das ist jetzt etwas vereinfacht gesagt, das können auch müssen ganz viele andere Dinge sein, aber das Fundamentale dabei ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, und zwar nicht nur beim Reden, sondern beim Tun. Das ist etwas, was Schule leisten muss, und dafür müssen die Räume in Zukunft
vielleicht müssen die gar keine andere Gestalt haben. Also ich glaube gar nicht, dass die Richtung, in der es sich sehr stark bewegt, dass man mit Varianten von intelligenten Clusterlösungen, die noch kommen müssen, dass darüber in der Tat es möglich sein wird, diese Forderung zu beantworten. Wir brauchen dafür keine andere Gebäude, aber wir brauchen nicht mehr Computer. Also das ist, ja, ich rede gegen den Mainstream. Also es gibt viele Leute, die mich darüber beschimpfen werden, weil sie gerne ihre neuen Programme verkaufen wollen. Aber ich würde aber trotzdem, Herr Seidel, ich würde Ihnen gern was aufnehmen jetzt, weil das ist jetzt so oft gefallen, Ihr Bild als Mobile und gerade der Begriff Selbstwirksamkeit und zwar und auch in Verbindung mit der Frage aus dem Chat. Also ich erlebe das gerade in meiner beruflichen Tätigkeit, dass sehr, sehr viele Grundschulen und sehr viele Träger sich auf den Weg machen, in diesen 80% Bestandsschulen jetzt diesen Ganztagsanspruch zu verwirklichen. Nicht jeder macht das, aber alle Schulen stehen vor dieser Herausforderung, auch aufgrund der Anmeldezahlen. Und wir haben, und jetzt kommt die Verbindung zu Ihrem Mobile-Bild, wir haben ein EU-Projekt zu dem Thema gerade abgeschlossen, das Mobile heißt. Nämlich genau aufgrund, und in diesem Projekt ging es darum, die Selbstwirksamkeit von Lehrenden zu stärken, ihre eigenen Lernumgebungen weiterzuentwickeln. Und zwar ohne Schulbauberater, ohne Schulentwicklungsbegleiter, weil nicht jede Schule wird das zur Verfügung haben. Und die Webseite heißt, ich kann hier leider nicht in den Chat schreiben, die heißt mobile.learning-space.eu und da finden sich bereits veröffentlicht ganz viele, insgesamt 3 Tools, die kostenlos sind, offen sind und die für die Phase 10, also für die Aneignung von Schule, von Räumen und für die Passung von Unterricht, von Lebensraum und Gebäude oder Einrichtung so dargestellt sind aus mehreren EU-Ländern. Ich kann also all denen, die sich damit beschäftigen müssen und jetzt keine Unterstützung durch den Träger haben, nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Dafür haben wir es gemacht. Das waren 6 Partner aus 3 Ländern, die alle vor diesem Problem stehen und mit dem Mobile. Und das Mobile muss ich aber noch dazu sagen, das geht einmal daraus, das heißt Mobilizing Learning Environment, also sich zu bewegen mit den Lernumgebungen. Und es hat aber auch noch ein anderes Bild in dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Düsseldorf. Da gibt es so ein Treppenhaus und da hängen 100 pädagogische Zitate wie in einem Mobile. Und falls Sie mal die Gelegenheit haben, da reinzukommen, da von Pippi Langstrumpf bis Aristoteles, alle die Menschen, die mal, oder Astrid Lindgren in dem Fall, die mal was gesagt haben, was man pädagogisch verwenden kann. Das ist in diesem Mobile da aufgebaut und die Lehrer, die Referendare, die da unterrichtet werden, die können dann daran drehen, werden inspiriert. Und wir haben diese Zitate ebenfalls in den Index zum Beispiel übernommen. Und das hilft vielleicht dem einen oder anderen, der jetzt keine so eine Unterstützung bekommt. Und sonst Nachfragen bei uns. Wir sind da offen für. Also danke dafür. Wobei ich betonen muss, der Gebrauch des Bildes Mobile jetzt am Ende des Vortrages, der bezieht sich primär nicht auf Mobilität, also dass alles beweglich ist, sondern erstmal auf die Frage der Balance. Ja? Also wir haben das auch nicht, wir haben Mobilizing auch nicht gemeint, dass man die Möbel rumschiebt, sondern es geht ja um die Mobilität und die Balance in den Köpfen. Ja, gut. Okay, erstmal vielen Dank für diese Erklärung. Bevor wir dann langsam doch leider zum Ende kommen müssen, hat Florian noch eine Frage, mit der er wahrscheinlich auch die Frage aus dem Chat von Erik Grundmann beantworten kann. Florian. Ich wollte eigentlich direkt anknüpfen an den Basti, denn auch mich haben die Thesen, die Entwicklung der Thesen, zunächst waren es 10, dann waren es mal 12, inzwischen sind es 17, haben mich immer sehr interessiert, habe da auch sehr viele Dinge wiedergefunden und an diesem Punkt des Gesprächs rekurriere ich natürlich besonders auf die These 17, Schule ist nie fertig. Welch eine schöne, also für mich überhaupt nicht beängstigend oder belastende Aussage oder These, sondern was für eine schöne
These, Schule wird nie fertig und Schule, solange sie sich raumbezogen auch weiterentwickelt, Schulentwicklung raumbezogen gedacht, ganz im Sinne von Professor Martin Heinrich der Universität Bielefeld, da kann auch unheimlich und muss auch vieles noch entstehen. Und ich sehe auch die Zeit, Herr Seidel, wie Sie das gerade gesagt haben, als eine Zeit des Umbruchs. Sie haben eben den Buchdruck genannt und ja, es ist eine Zeit des Umbruchs und ich bin ganz dankbar, dass Sie, auch Sie mit Ihren Einlassungen und auch mit Ihrem Buch Menschen, Kollegien, Schulleitungen, auch Behörden auf den Raum als gestaltbaren Aspekt der Schulentwicklung hinweisen, die Sensibilisierung da vorantreiben. Da liegt ein häufig noch nicht gehobenes Potenzial. Wir haben heute gar nicht in diesem Setting den Raum als den dritten Pädagogen so benannt, aber untergründig ist es uns allen ein Begriff. Und der Erik Grundmann hat im Chat gefragt, welche Rolle denn virtuelle Räume spielen. Und ich erlebe das zum Beispiel über das Schulentwicklungsformat in Karlsruhe an der Ernst-Reuter-Schule von Micha Palesche, die mit einer ebensolchen Hingabe nicht nur den physischen, real existierenden Raum in ihrer Planung und Ausgestaltung bedenken, sondern auch einen virtuellen Raum gebaut haben, in dem es möglich ist, an Schulentwicklung zu partizipieren. Das ist keine Videokonferenzkachel, das ist keine Aufzeichnung, wie das hier ist, sondern es ist wirklich wie aus einem, ich sage jetzt mal, die Analogie zu einem Videospiel besteht da bestimmt eine Landschaft, in der man sich bewegen kann, in der man sich aufeinander zubewegen kann, in Form eines Avatars. Wenn ich näher komme, höre ich besser. Wenn ich weiter weggehe, wird es stiller. Ich kann den Raum entdecken, ich kann mich zurückziehen. Und ich glaube, damit möchte ich die Frage von Erik Grundmann jetzt mal so in einem Abwasch gleich mit beantworten. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich diesen Räumen zu widmen. Schule wird nie fertig. Wir müssen leider heute fertig werden, Katrin, oder? Ja, wir müssen leider fertig werden, aber bevor wir uns verabschieden, erstmal an euch alle und auch an die Leute, die im Chat waren. Vielen, vielen Dank für die spannende Diskussion. Das Buch, also vor allen Dingen vielen, vielen Dank an Sie, Dr. Otto Seidel. Und Ihr Buch Anforderungen an ein Schulgebäude ist im Kallmeier Verlag erschienen, kostet 44,95 €. Alle, die daran interessiert sind, können es in jeder gut sortierten Buchhandlung bekommen oder bestellen. Und ich hoffe, das machen Sie ganz zahlreich, weil das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und ich möchte zum Schluss aber noch mal darauf hinweisen, dass der nächste Live-Talk am 7. Dezember stattfindet. Und dort geht es dann um Startchancen im Schulbau. Ein paar kurze Sachen wird Basti Hirsch, der das Impulsreferat auch hält, gleich noch dazu sagen. Also ich hoffe, Sie sind am 7. Dezember dabei und jetzt übergebe ich das Wort nochmal an Basti. Ja, vielen Dank. Wir hatten uns hier schon mittendrin kurz angesprochen. Die Bundesregierung plant, 4.000 Schulen bundesweit im Rahmen des Startchancenprogramms besonders zu unterstützen, gemeinsam mit den Ländern. Da sollen in den nächsten 10 Jahren 20 Milliarden € fließen, zum großen Teil an Grundschulen, aber auch an weiterführende Schulen, auch an berufsbildende Schulen. Und ein Investitionsprogramm in innovative Lernräume ist eine von 3 Säulen in diesem Programm. Und wie das aus Sicht der pädagogischen Schulbauberatung, der Lernraumentwicklung genutzt werden kann, darauf möchten wir in der nächsten Episode ein paar Hinweise geben. Vielen Dank, Basti. Und auch die nächste Episode wird wie diese schon live bei YouTube auch gestreamt. Und für alle, die es noch nicht wissen, dort gibt es einen Kanal Lernräume online entwickeln, den Sie abonnieren können. Und dann hoffen wir, dass wir uns am 7. Dezember wiedersehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.